Video gemacht. Ich hab's drauf. هيدا برصيف صورت شق الرصيف شقه. Ja, diese Havarie hat sich am 8. Mai 2025 in Köln ereignet, in der Höhe der Deutzer Platte, Rheinkilometer 688. Wie in diesem Video zu sehen, hat sich dort ein Schubverband, also ein Koppelverband, festgefahren. Und bei dem Versuch, sich selbstständig wieder von der Festfahrung zu befreien, sind die Koppeldrähte zwischen dem Motorschiff und dem Schubleichter gerissen. Und dann hebt der Schubleichter in die auf der rechten Seite liegenden Flusskreuzfahrtschiffe rein oder Tagesausflugsschiffe hier hinein. Und ja, dann war die Havarie eigentlich zustande. Insgesamt sind da bei der Situation, glaube ich, vier Flusskreuzfahrtschiffe beteiligt gewesen, wo der Schubleichter reingetrieben ist. Der hat die Leinen abgerissen und ja, dieses Video ist in mehreren Teilen aufgeteilt. Das geht ziemlich lange. Ich habe versucht, das so gut wie es geht darzustellen. Und man sieht anhand der Videos, dass durch die ganze Situation schon ein erheblicher Sachschaden entstanden ist. Aber man muss jetzt dazu sagen, auf allen beteiligten Schiffen war ein Schiffsführer vorhanden, der in dem Moment schnell eingreifen konnte, um Schlimmeres zu verhindern. Jetzt rennt jemand groß nach vorne. Was ist das da hinten? Habe ich gerade eben schon gehört. Ja, ich war auf der Bude auf einmal. Ich habe telefoniert, wo Steine flogen, hast du fliegen gehört. Der knallt ihn jetzt vorne in die Mauer rein, pass mal auf. Vorne ist nicht mehr viel. Oha. Oha, der liegt gleich vor der Brücke, wenn der so weitermacht. Jetzt lässt er den Anker fallen. Ja. Muss Jetzt ist raus. Ja, in der Situation sieht man ganz gut, dass der vordere Schubleichter jetzt langsam umklappt und in die Kreuzfahrtschiffe reinrauscht, aufgrund der Strömung jetzt da reingetrieben wird. Der fällt vor die Brücke. In den Wikinger rein. Der fällt in den Wikinger rein. Ja, in dieser Situation ist es schon passiert. Der Schubleichter ist da in die Viking-Schiffe reingetrieben und reißt die nacheinander ab und die treiben jetzt aufgrund der Strömung natürlich auch nach hinten. Und das ist wieder eine andere Situation, beziehungsweise andere Szenen, da geht es ein bisschen weiter. Das ist ein Flusskreuzfahrtschiff, was hinter der Rheinmagie liegt und die Rheinmagie jetzt aufgrund der Strömung in das dahinterliegende Kreuzfahrtschiff reintreibt. Man sieht aber ganz gut oder hört auch ganz gut, wie die Tow in dem Moment reißen und sieht in einer Szene ganz schnell, wie der Schiffsführer nach oben rennt, um die Situation unter Kontrolle zu halten. Gleichzeitig sieht man vor der Rheinmagie auch die beiden Viking-Schiffe, die ja Richtung Brückenpfeiler treiben, beziehungsweise schon abgerissen sind und Volldampf in die Maschine gehen. Ja, hier sieht man ganz gut, dass der Schiffsführer von der Rheinmagie oben im Stauhaus ist und sofort beide Maschinen angeschaltet hat und ja, auf Vollgas gesetzt hat, damit das Schiff nicht weiter zurücktreibt und in der Position bleibt.
in dieser Situation. Aus der Sicht von der Rheinmagie im Eingangsbereich sieht man, was alles abgerissen wird, inklusive Stromkabel und Bierfässer, die ins Wasser fallen, hat man davor im Video auch gesehen. So viel Kraft dahinter. Ja, insgesamt waren an der ganzen Havarie 5 Schiffe beteiligt. Ja, verletzt wurde zum Glück niemand und es entstand ein ziemlich hoher sechsstelliger Sachschaden.